Liebe Studierende, ich freue mich ganz besonders, Sie heute hier an der TU Berlin begrüßen zu dürfen. Internationalisierung, Internationalität ist ganz wichtig für uns an der TU Berlin und wir sind sehr stolz darauf, dass so viele Studierende aus der ganzen Welt zu uns kommen für jedes Semester und bei uns studieren. 22% unserer Studierende sind international und wir möchten gerne Sie einladen, sich auch trotz der weltweiten Pandemie bei uns zu bewerben und an unserem Studium teilzunehmen. Wir sind uns bewusst, dass es ganz, ganz viele Fragen gibt. Wie muss ich mich bewerben? Kann ich überhaupt nach Deutschland reisen? An welchem Studium kann ich teilnehmen? An welchen Anteilen des Studiums kann ich teilnehmen? Wir haben Fragen bzw. die Antworten dafür vorbereitet und ich gebe sehr gern jetzt an meinen geschätzten Kollegen Uli Heiß, der diese Fragen für Sie beantworten wird. Vielen Dank, Angela. Sie wollen sicher wissen, worauf Sie sich einlassen, wenn Sie ein Studium an der TU Berlin beginnen. Die TU Berlin wird sich auf dieses Wintersemester ähnlich vorbereiten wie auf das Sommersemester. Das heißt, wir werden im Wesentlichen ein digitales Semester für Sie anbieten. Digital in dem Sinne, dass alles, was digitalisierbar ist, auch digital angeboten werden wird. Das hat natürlich seine Grenzen. Es wird in jedem Studiengang einige wenige Lehrveranstaltungen geben, Laborkurse, Werkstattübungen, die man einfach nicht digitalisieren kann. Die müssen in Präsenz durchgeführt werden, aber auch da gibt es die Möglichkeit für diejenigen, die nicht anreisen können, solche Präsenzveranstaltungen im zweiten oder im dritten Semester vielleicht nachzuholen. Ähnlich wird es auch bei den Prüfungen am Ende des Semesters sein, dass die zum Teil in Präsenz stattfinden und dass man dafür an die TU Berlin kommen muss, aber das wird erst im März der Fall sein. Digitale Lehre läuft meistens so ab, dass wir asynchrone und synchrone Lehrveranstaltungen haben. Bei den asynchronen ist es so, dass die Dozentinnen und Dozenten Lehrvideos vorbereitet haben, die sie sich zu beliebigen Zeitpunkten herunterladen können und dass dann aber in Ergänzung noch eine synchrone Lehrveranstaltung stattfindet, wo dann üblicherweise im Rahmen einer Videokonferenz Fragen und Antworten gestellt werden können. Voraussetzung, an sowas teilnehmen zu können, ist natürlich ein Notebook, der über ein Mikrofon und über eine Kamera verfügt, idealerweise auch ein Headset, aber das ist nicht unbedingt erforderlich und vor allen Dingen eine gute Internetverbindung, weil gerade für die Videokonferenzen braucht man einiges an Bandbreite. Das Wintersemester läuft wie immer vom 1.10. bis zum 31.03.2021. Die Vorlesungszeiten beginnen allerdings etwas später, nämlich erst am 2. November und werden am 27. Februar 2021 aufhören. Wichtig ist zu erwähnen, dass wir eine der wenigen Universitäten in Deutschland sind, bei denen eine Bewerbung vollständig digital möglich ist. Das heißt, Sie können alle Ihre Unterlagen digital einreichen und müssen zu keinem Zeitpunkt im Rahmen der Immatrikulation hier persönlich in Berlin erscheinen und irgendwelche Dokumente abgeben. Wir würden uns jedenfalls sehr freuen, wenn Sie sich für die TU entscheiden und sich bei uns bewerben. Wenn Sie spezifische Fragen haben, stehen wir gerne zur Verfügung, insbesondere auch bezüglich Ihrer individuellen Situation, was Einreise oder allgemeine pandemiebedingte Restriktionen betrifft.